Verschmutzung der Ozeane, Verschmutzung der Meere, der Strände, verendete Tiere, Wale, Seevögel, dergleichen. Da wäre ich wütend. Mein Name ist Katrin Siemek und seit dem Jahr 2012 leben meine Familie und ich nahezu plastikfrei. Wir machten eine Reise auf die Malediven, Tauchurlaub, wunderschöne Erfahrung. Aber ich muss dazu sagen, es gab einen großen Tropensturm und nach diesem Sturm war die Insel vermüllt. Also der Strand war wirklich richtig vermüllt. Ich habe mich auch informiert, wo der Müll denn letztendlich hinkommt, weil es gibt ja diese klassische Mülldeponie nicht und dass dieser Wohlstandsmüll einfach mit dem Boot aufs offene Meer gefahren wird und dann ins offene Meer gekippt wird. Ja, ich habe mich schuldig gefühlt, dass man diese Landschaft, dieses Urlaubsparadies mit diesem Müllproblem alleine lässt, dass wir Urlauber diesen Müllberg dort vor Ort lassen. Und das war für mich dann so ein Wendepunkt, dass ich gesagt habe, ich nehme in dieser Urlaubsreise meinen gesamten Müll, den ich produziere auf den Malediven, mit nach Hause zurück. Den Müll habe ich wirklich ganz klassisch in einen Beutel gepackt und habe den dann im Koffer mit nach Hause genommen. Ja. Ab dem Zeitpunkt habe ich begonnen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, habe mich belesen, habe Literatur dazu gesucht, habe Dokumentationen dazu angesehen und daraufhin habe ich gesagt, das geht so nicht, wir müssen jetzt wirklich mal diesen Kampf gegen diese Verpackungs- und Müllflut angehen und wir müssen das Ganze reduzieren. Wenn ich die Verschmutzungen sehe, die es zum Beispiel in Südostasien gibt, wo eben dieses Recycling-System nicht vorhanden ist, wo es keine Müllentsorgung gibt im klassischen Sinne und die Verschmutzung der Ozeane, Verschmutzung der Meere, der Strände, verendete Tiere, Wale, Seevögel, dergleichen, aber auch die Verschmutzung der Landstriche hier in Deutschland, da wäre ich wütend. Die größte Hürde beim Thema Müll zu reduzieren im Haushalt zu Anfang war wirklich, Produkte zu finden, die anders verpackt sind. Zum Beispiel im Glas oder Produkte, die ich auch lose habe einkaufen können. Nicht nur jetzt am Wochenendmarkt zum Beispiel Obst und Gemüse zu bekommen. Größere Städte haben Unverpacktläden, wo man seine Produkte dort in mitgebrachte Behältnisse, mitgebrachte Gläser oder Beutel dann einfüllen kann. Einen Großteil mache ich selbst, wie zum Beispiel eine Bodylotion, Deo-Creme, Lippenpflege selber, Handcreme selber. Aber jetzt im Bereich der dekorativen Kosmetik, da greife ich wirklich auf die Profis zurück. Plastik an sich ist nicht gleich Plastik und Plastik möchte ich generell nicht verteufeln. Also es gibt Bereiche, in denen Plastik oder Kunststoffe durchaus Sinn machen, zum Beispiel die Medizin. Mülltüten, das ist ein Bereich, den braucht man nicht. Wenn man denn auf Lebensmittel zum Beispiel zurückgreift, die umverpackt sind, dann nimmt man zum Beispiel diese Tüten als Mülltüten. Alufolie, Frischhaltefolie gibt es bei uns im Haushalt nicht mehr. Einen Topf, einen Deckel drauf oder ich gebe einen Teller umgedreht darauf, um entsprechend Speisereste aufzubewahren im Kühlschrank. Upcycling ist ein großer Punkt, der wirklich mehr Beachtung bekommen sollte auch. Sehr viele Do-it-yourself-Projekte setze ich um oder habe ich umgesetzt. Zum Beispiel habe ich meine Spüllappen aus alten Handtüchern selbst genäht. Kinderhosen, die letztendlich an den Knien kaputt geworden sind, schneide ich ab, nähe sie um zu kurzen Hosen. Selbstständig gemacht habe ich mich Anfang 2020 zu dem Bereich Umwelt, Nachhaltigkeit, Plastik und Müllvermeidung. Viele sprechen immer davon, dass dieses müllfrei, plastikreduziert Leben relativ teuer ist. Dass man sehr viel Geld für diese Produkte ausgibt, die dann unverpackt oder anders verpackt dann dort eben zu kaufen gibt. Dem muss ich wirklich widersprechen. Ich habe über Monate hinweg ein Haushaltsbuch geführt, weil es mich selber interessiert hat, ob unser Lebenswandel sich auch finanziell auf unser Budget auswirkt. Man geht bewusster mit einem klassischen Wocheneinkauf um, kauft gezielt ein. So spart man mit diesem Einkaufszettel schon mal irgendwelche Spontaneinkäufe. Was ich mir wünsche für jeden von uns ist, dass die Industrie, die Lebensmittelindustrie, die Verpackungsindustrie
mehr in die Pflicht genommen wird. Nicht nur wir Endverbraucher diejenigen sind, die letztendlich die Kosten dafür zu tragen haben, sondern dass das Ganze schon viel früher ansetzt, dass Lösungen gefunden werden. Ich bin auch immer glücklich, wenn ich Rückmeldungen aus meinen Vorträgen bekomme, aus meinen Workshops bekomme, aus dem Coaching, dass die Leute sagen, hey, ich habe dies oder jenes Produkt gefunden, danke für deinen Tipp. Solche Sachen sind so Erlebnisse, wo ich sage, alles richtig gemacht.